arrivata la vittima. E non ci vado più davanti. E non ci segui tu. Rund 100 Kilometer westlich der kulinarischen Metropole kann der Bolognese die angefutterten Kilos am Strand wieder loswerden. Nicht an irgendeinem Strand, sondern in Rimini, dem vielleicht berühmtesten Küstenstreifen Italiens. ...15 Kilometer lang ist der Sandstrand der Stadt und damit einer der längsten Europas. Ein weiterer Star unter den Trutzburgen ist San Leo. Dem Vatikan diente die Festung eine Zeit lang als Kerker, unter anderem für Ketzer. Mittendrin liegt der Ort Longiano, natürlich mit einem Castello. Nur wenige Kilometer weiter versteckt sich eine uralte und sehr berühmte Werkstatt. Bravo. Gianluigi Bertozzi steht hier schon in 4. Generation und schnitzt Holzstempel für das Bedrucken von Stoffen. Das ist zwar ein altes Handwerk, aber mit Zukunft. Ich bin an dieser Bank aufgewachsen, mit meinem Großvater, der hier schnitzte. Und ich erinnere mich sehr gerne an diese Zeit. Denn mit dieser Tätigkeit, mit dieser Langsamkeit kann man so viele Dinge wieder schätzen. Man hat Zeit nachzudenken, Musik zu hören und das ist einfach wunderbar. Und meine Ambition ist es, das auch in Zukunft zu genießen. Ich werde das hoffentlich noch im Ruhestand machen. Dafür werde ich sorgen. Ich will das Holz riechen, das man schnitzt. Ich will diesen entspannten Rhythmus bewahren. Diese Gelassenheit hat Gianluigi, der eigentlich Architekt ist, nicht nur dem alten Handwerk zu verdanken, sondern auch seiner Compagnia, seiner guten Gesellschaft. Bravissimo. Bravissimo. Tempo seduto. Wir in der Emilia-Romagna lieben das gute Essen und vor allem das Zusammensein mit anderen. Dazu gehören eben auch Tiere. Haustiere geben dir eine gute Ausrede, nichts zu tun oder zu spielen. Kind zu sein. Das ist es. Ein Haustier lässt dich Kind bleiben. Das ist mir wichtig. Wichtig ist auch, dass der alte Vater noch mitmacht. Weit über 80, die Hände schon zittrig, aber er lässt es sich nicht nehmen, noch Servietten für einen alten Kunden zu bedrucken. Was hier hängt, wird in die ganze Welt exportiert. Tischdecken und Bettwäsche mit antiken und modernen Mustern. Hauptsache, das Handwerk geht nicht verloren. Wir legen Wert darauf, Traditionen zu erhalten, indem wir sie wertschätzen und ihnen eine Zukunft geben. Für die Zukunft hat er bereits gesorgt. Das Familienunternehmen bedruckt heute vor allem Porzellan, was sogar in Japan und Amerika gefragt ist.
Zusammen mit einem befreundeten Keramiker kam Gianluigi auf die Idee, die Holzstempel ganz anders einzusetzen. Zuerst pudern wir alles mit Talg ein, um das Porzellan von der Holzplatte zu lösen. Wir behandeln das Porzellan eben wie einen Babypopo. Mattia Vernocchi hat sich auf Limoges-Porzellan spezialisiert. Es ist extrem hart, aber beinahe transparent. Es ist eine handwerkliche Arbeit und daher immer unregelmäßig, nie präzise. Das liegt auch am Material. Porzellan hat ein Gedächtnis, erinnert sich an alle Handgriffe und Gesten, die die Partikel in der Mischung bewegen. Das sehen wir so nicht, aber wenn es einmal gebrannt ist, kommt es zum Vorschein. Dann sehen wir in der Form alle die Unregelmäßigkeiten, die wir mit unseren Händen vorher erzeugt haben. Jedes Objekt ist also anders. Bevor das Unikat in Form gebracht und zweimal gebrannt wird, kommen die Holzstempel zum Einsatz. Diesmal mit Farbe und viel Fingerspitzengefühl. Porzellan ist wie eine Dame. Sie will verwöhnt werden. Ist man in Eile, passieren Fehler. Und wir müssen das Stück am Ende wegschmeißen. Manchmal können wir uns technisch gar nicht erklären, was da schief ging. Vado? Was aussieht wie Pizzateig, ist eine angehende Porzellanschüssel. Geformt, bedruckt, gebrannt, alles von Hand. È proprio questa continua. Da ist diese ständige Neugier, neue Dinge zu sehen und zu entdecken. Dann reizen mich die Farben und Muster und natürlich das Arbeiten mit den Händen. Nichts ist digital. Ich bin total glücklich damit und hoffe, dass ich auch meinen Kindern helfen kann, einen Weg einzuschlagen, der, sagen wir, eher handwerklich als digital ist. Aber wer weiß. A intraprendere un percorso, diciamo, più manuale che digitale, però chissà. Manuell statt digital. Und trotzdem fit für die Zukunft.